Hi, du hörst Writer's Statement mit Stefanie Rehn und Fitoro Musaki. Ich bin Drehbuchautorin und Showrunnerin. Ich bin Drehbuchautorin und Regisseurin. Und heute wollen wir über die Selbstständigkeit sprechen und was es bedeutet, sich als Drehbuchautorin selbst zu organisieren. Als Drehbuchautorin bleibt dir fast keine andere Wahl, als selbstständig zu sein, oder? Ich glaube, es gibt Phasen, wo du auch mal angestellt sein kannst. Da gibt es auch Writers' Rooms zum Beispiel. Aber hauptsächlich sind wir oder die meisten selbstständig. Und was bedeutet Selbstständigkeit eigentlich? Das, was das Wort selbst auch sagt. Selbst und ständig. Also du machst alles selbst und du machst es ständig. Und das bedeutet, du organisierst deinen ganzen Arbeitsalltag selbst. Genau, weil man ja kein monatliches Gehalt einfach bekommt, wenn man selbstständig ist. Das heißt, du musst gucken, dass du irgendwie Projekte an Land ziehst, wo dich die Produktionsfirma bezahlt oder wo du eine Förderung bekommst, damit du überhaupt einen Geldfluss hast. Wie hast du das denn gemacht? Du hast vor 10 Jahren deinen Abschluss gemacht? Vor 11. Vor 11 schon? So alt bin ich. 11. Und dann bist abgegangen, standst auf einmal vor der Filmschule. Und was war dann? Für mich war erstmal klar, ich gehe nach Berlin, weil Berlin damals the place to be war. Da waren die ganzen Produktionsfirmen, da sind dann irgendwie alle hingegangen. Und ich wollte auch immer nach Berlin ziehen, von daher dachte ich mir, ich muss jetzt nach Berlin. Wolltest du echt? Ja, immer. Berlin ist mir zu stressig. Ich komme vom kleinen Dorf und ich habe es da aus Gründen gehasst, tatsächlich. Und habe mich da nie wohl gefühlt. Und als ich zum ersten Mal in Berlin war, wusste ich, hier gehe ich unter in der Masse, hier sind alle irgendwie anders oder fallen nicht auf. Und ich mag das anonyme, große Weite, brauche ich im Vergleich zu dem, wie ich aufgewachsen bin, sehr. Genau, von daher wusste ich, will nach Berlin. Und vor 11 Jahren war Berlin auch noch tatsächlich sexy, aber arm. Das heißt, man konnte tatsächlich dann auch relativ günstig eine Wohnung finden. Und das habe ich dann auch zusammen mit meinem Freund zum Glück gefunden und bekommen. Und dann bin ich glaube, ein halbes Jahr nach dem Abschluss sind wir dann nach Berlin gezogen. Und dann musste ich tatsächlich erstmal Hartz IV anmelden, weil ich auch erstmal nicht wusste, wo kommt jetzt eigentlich gerade das ganze Geld her. Und es war so ein bisschen absurd, weil dann saß ich im Arbeitsamt in Berlin und sitze dem Jobcenter-Mitarbeiter gegenüber und erzähle, was gerade meine Situation ist, eben gerade frisch aus der Filmhochschule, jetzt neu in Berlin, jetzt erstmal irgendwie anfangen, überhaupt Akquise zu machen, anfangen, Projekte zu suchen. Aber dafür brauche ich halt erstmal irgendwie Geld, damit ich meine Miete bezahlen kann. Und dann sah er mich an und zückte seine Visitenkarte und meinte, ich komme auch vom Film. Sagte der Jobcenter-Mitarbeiter, wo du ja eigentlich hoffst, ich bin hier nur ganz kurz zur Überbrückung und dann sehe ich euch nie wieder. Also es war kein Teaser auf dein Leben auf jeden Fall. Es hatte sich vielleicht kurz so angefühlt, zumindest war das natürlich eine Sorge. Da sitzt gerade meine Zukunft vor mir. Natürlich geht man mit großen Hoffnungen in so eine Stadt und hofft, jetzt werde ich hier Drehbuchautorin und dann die erste Person, die du triffst, gefühlt, wollte das auch sein. Und ich sitze Mitarbeiter im Jobcenter, nichts dagegen. Aber es war für mich einfach erstmal ein kurzer Schock, glaube ich. Und habe dann aber, ich glaube, so ein halbes Jahr ungefähr Hartz IV bezogen. Und in dieser Zeit habe ich eben meine Agentur festgemacht und hatte dann darüber auch dann relativ schnell schon Verträge in der Tasche, wo ich wusste, davon kann ich jetzt eben mit einem schmalen Budget in unserer kleinen Wohnung in Kreuzberg 2013, wo alles noch ein bisschen günstiger war, kann ich davon ganz gut über die Runden kommen. Und dann aber prasselten dann plötzlich ganz andere Dinge auf einen ein, von denen ich bis dahin auch noch nie gehört hatte, nämlich, wie ist es eigentlich mit der Krankenkasse? Wusstest du denn da, dass du jetzt selbstständig bist oder was das überhaupt bedeutet? Ich wusste, dass ich selbstständig bin, aber was das alles genau bedeutet, wusste ich nicht. Also ich war eben auch noch sehr jung und noch sehr naiv und grün hinter den Ohren und ich kannte eben ja auch außerhalb des Filmstudiums niemanden, der das schon mal gemacht hat und mir hätte sagen können, wie das geht oder was das bedeutet. Deswegen war das so ein bisschen Learning by Doing und immer wieder so eine Irritation mit,
ach so, jetzt habe ich gerade so viel Geld überwiesen bekommen, aber da sind die Steuern noch gar nicht von abgezogen und ich muss das selbstständig im Kopf haben, wie viel Steuern theoretisch und das dann auch irgendwie erstmal zur Seite legen, damit es dann irgendwann im nächsten Jahr dann irgendwie abgezogen wird und dann wird dann daraufhin geschätzt, dass ich so viel ja nächstes Jahr auch wieder verdienen wird und dann war ich dann im nächsten Jahr, wo ich dann weniger verdient hatte, plötzlich mein Konto leer und ich so, was ist denn jetzt passiert? Und das Finanzamt hatte Geld abgezogen, obwohl ich in dem Jahr viel weniger verdient hatte und solche Dinge, die dann plötzlich so auf einen einprasseln, darauf war ich auf jeden Fall nicht vorbereitet. Ich weiß nicht, wie kann man sich denn darauf vorbereiten? Also woher weiß man diese Dinge? Also im besten Fall glaube ich, dass die Unis das abfangen müssen. Mhm. Ich war an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig und da hatten wir tatsächlich auch so Workshops oder kleine Seminare zu Selbstständigkeit. Mhm. Cool. Weil da war es ganz klar ein Thema, wir werden alle in irgendeiner Form arbeitslos sein. Weil selbstständig sein bedeutet auch nicht immer, dass du halt Jobs hast, sondern es ist auch es gibt sehr viele Phasen der Arbeitslosigkeit. Ja. Und da kamen glücklicherweise auch Expertinnen, die uns die KSK auch näher gebracht haben. Du hast das gehört, ich war da auch noch so auch grün hinter den Ohren und dachte, ach ja, irgendwie hört sich das plausibel an, mal gucken, wie das wird. Ich wusste natürlich nicht, dass es dann am Ende doch so viel Selbstorganisation ist, aber es gab zumindest diesen ersten Schritt, dass ich es mal gehört habe und dass ich dann ungefähr wusste, was damit geht. Und wir hatten auch eine kleine Agentur an der Schule. Und das war ganz toll, weil ich da 1, 2 Projekte gemacht habe und dann auch mal Rechnungen geschrieben habe und so weiter. Und das war der erste Schritt zu verstehen, was bedeutet es, selbstständig zu sein. Mhm. Also deinen eigenen Vertrag auszuhandeln, eine Gage auszuhandeln, die Arbeitszeiten auszuhandeln, den Job überhaupt zu suchen, zu finden, zu behalten, zu machen, zu Ende zu bringen, was auch alles dazu gehört. Und das war, glaube ich, so der erste Schritt für mich, zu verstehen, was das überhaupt sein könnte. Mhm. Ich finde es interessant, dass du gerade gesagt hast, deine Arbeitszeit auszuhandeln, weil als Selbstständige handelst du ja deine Arbeitszeit mit dir selber aus. Mhm. Du musst ja dich selber organisieren. Du musst ja selber überlegen, okay, jetzt muss ich 2 Treatments schreiben und eine Drehbuchfassung und die wollen jetzt von mir hören, wie lange ich dafür brauche. Und dann sagt man einfach irgendwas. So habe ich das früher gemacht. Ich dachte mir halt so, ja, vielleicht bis dann und dann? Fragezeichen. Hast du dann so gesagt, ja, für das Drehbuch brauche ich 3 Wochen? Am Anfang glaube ich schon und irgendwann, als ich dann mehrere Projekte gleichzeitig jonglieren musste, habe ich dann eher immer sowas gesagt wie, ich glaube, dafür brauche ich 3 Monate, weil ich wusste, in den ersten 2 Monaten muss ich an den 7 anderen Projekten arbeiten und im 3. Monat habe ich noch ein bisschen Zeit, um an dieser Drehbuchfassung zu arbeiten. Und deswegen war dann immer diese 3 Monate schon ein Schock oft für die Produktionsfirmen, habe ich dann gemerkt, in den Gesichtern. Dann haben sie es dann stillschweigend geschluckt und was ich verschwiegen hatte, war, dass ich in den ersten 2 Monaten aber nicht an dem Projekt arbeiten werde, weil ich dafür gar keine Zeit habe. Also ich habe damals einfach überhaupt gar nicht verstanden, wie ich gut meine Zeit einteilen kann. Und das hat mir, glaube ich, zwischendurch auch echt mal das Genick gebrochen. Also ich habe dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man verfällt dann sehr schnell in eine Panik oder ich bin oft sehr panisch geworden, wenn ich gemerkt habe, oh Gott, jetzt naht diese Deadline, die anderen beiden Deadlines habe ich nicht geschafft. Ich musste dann nochmal verzögern, weil ich bin zwischendurch krank geworden oder noch irgendwas anderes ist passiert. Das heißt, ich habe die anderen beiden Deadlines schon nicht einhalten können und jetzt verschiebt sich dadurch natürlich auch die 3. Deadline. Ich weiß aber, dass die Produktionsfirma ja sowieso schon angefressen war, dass ich 3 Monate dafür brauche und jetzt nochmal zu verschieben, oh Gott, das geht ja gar nicht. Das heißt, ich bin dann oft in so eine Panik gekommen, wo ich dann angefangen habe, tagsüber wie so paralysiert zu sein, weil ich wusste, ich muss und dadurch konnte ich dann gar nicht mehr. Dann habe ich dann angefangen, nachts zu schreiben, weil ich dann
so müde und K.O. war, dass ich quasi nicht mehr eine Schere im Kopf hatte, sondern einfach nur schreiben konnte. Dadurch habe ich dann sehr wenig geschlafen. Dadurch war ich dann am nächsten Tag wieder total müde und gerädert und konnte dann tagsüber nicht arbeiten und bin dann in so einen ganz gefährlichen Nachtrhythmus gerutscht, um irgendwie diese Deadline einhalten zu können. Und hatte so eine große Angst davor, zu sagen, es tut mir total leid, aber ich schaff's nicht. Ich habe das nicht hinbekommen. Und dadurch bin ich einfach ganz oft in ganz blöde Situationen geraten, die aus meiner Sicht auch jetzt heute total unprofessionell sind. Auch den anderen gegenüber, aber auch vor allem mir gegenüber. Aber ich glaube, es lag vor allem daran, dass ich nicht wusste, wie ich das alles strukturieren soll. Kennst du das so ein bisschen, was ich gerade beschreibe? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das Schwierigste am Selbstständigsein ist einfach diese Selbstorganisation und die Disziplin und sich eben das, was du angesprochen hast mit den Arbeitszeiten, auch zu sagen, wie viel arbeite ich an welchem Projekt. Und das geht bei Drehbüchern eben nicht immer so und auch bei Konzepten geht das nicht immer so, aber zumindest für sich einen Plan zu haben und auch so anzusprechen, wie lange arbeiten wir denn an dem Projekt oder wann wollen wir eigentlich ein fertiges Produkt haben, weil es einfach extrem wichtig ist, auch für die Vorausplanung, weil am Ende arbeitest du an 10, 15 Projekten parallel. Ja. Und dann bist du intensiv in einem Projekt drin und dann kommt aber eine Produktionsfirma und sagt, hey, wir holen nochmal aus der Schublade, was wir irgendwie letztes Jahr angefangen haben und wir würden gerne jetzt weiter daran arbeiten. Du kannst aber eigentlich die nächsten 3, 4, 5 Monate nicht daran arbeiten, zumindest nicht richtig. Dann ist die Sache, wie kommunizierst du das und wie organisierst du die Projekte so, dass du an allen auch gut und verantwortlich arbeiten kannst, weil am Ende musst du es ja abgeben und es muss ja dann auch abgenommen werden und so parallel einfach so nebenbei geht halt nicht. Und ich habe halt auch oft den Fall gehört zumindest, dass eben Produktionsfirmen dann sagen, hey, wir schicken euch Feedback bis Freitag, damit ihr am Wochenende arbeiten könnt. Ja. Cool. Ich hatte eh nichts vor am Wochenende, wenn das dann so ist. Und das finde ich sehr schwer. Und dann kommt eben auch diese Panik. Ja. Schaffe ich das? Wie kann ich denn überhaupt aus irgendeinem Projekt rausgehen oder das schieben oder kommunizieren, dass halt gerade nicht alles auf einmal geht oder sage ich einfach Projekte auch teilweise ab? Genau, und das ist natürlich diese ganze Problematik mit der Selbstständigkeit, wenn du das Gefühl hast, ich kann eigentlich gar nichts absagen, weil ich bin darauf angewiesen. Ich brauche eben diese ganzen Projekte, weil es eben nur in Kleckernbeträgen dir die Raten ausgezahlt werden und du auch irgendwie über die Runden kommen musst. Und ich hatte immer große Angst davor zu sagen, ich arbeite auch noch an anderen Stoffen, was ja absurd ist, weil das ja allen auch bewusst sein muss, dass man eben für das Geld, was man tatsächlich bekommt, gar nicht anders leben kann davon. Also das finde ich krass, weil diese Angst kenne ich. Die Angst, dem Partner sozusagen gegenüber zu sagen, ich bin nicht ganz committed. Richtig. So, das war auch meine Angst, dass ich immer dachte, wenn ich denen jetzt sage, dass ich noch 5 Projekte nebenbei habe, dann werden die sagen, wie schaffst du denn unser Projekt? Ja. Und ich glaube, mittlerweile sage ich das. Mittlerweile sage ich, das wird einen Moment dauern, bis ich das schicken kann, weil ich habe noch ein anderes Projekt, an dem ich zuerst arbeiten muss. Das sage ich mittlerweile einfach. Das hätte ich mich früher nie getraut. Niemals. Aber ich glaube eben auch, weil ich habe mich auch nie getraut zu sagen, ich arbeite parallel an 8 bis 15 Projekten, weil ich dann wusste, die denken, oh Gott, das geht ja gar nicht. Also dann bist du jetzt raus aus dem Projekt. Aber wenn wir uns innerhalb der AutorInnen unterhalten, sagen alle, dass sie an mehreren Projekten parallel arbeiten müssen, weil es gar nicht anders geht. Aber das machen ja auch alle, das machen ja auch Produzentinnen. Und na klar, also eben, alle haben unterschiedlichste Projekte in unterschiedlichsten Stadien parallel am Laufen. Ich habe mich das einfach nicht getraut und mittlerweile weiß ich, das ist ganz normal, das hat jeder und jede und dann sagt das einfach. Und ich sage mittlerweile, es tut mir total leid, ich habe noch andere Projekte, deswegen kann ich mich erst wieder ab übernächsten Monat da dran sitzen. Ist das okay für euch? Ich frage immer, ist es okay für euch? Weil wenn es nicht okay ist, dann kommen wir hier gerade nicht zusammen. Und natürlich muss man sich das auch rausnehmen können.
Aber ich glaube mittlerweile für die mentale Gesundheit, die bei mir dann eben durch diese ganzen Paniken, die ich dann geschoben hatte, dass das total lohnenswert ist, da mit offenen Karten zu spielen. Und ich weiß eben auch von Kolleginnen, dass sie diese Panik auch kennen. Ich weiß, dass Leute lügen, wenn sie versuchen, eine Deadline zu verschieben, weil sie so sehr Angst haben vor den Konsequenzen, dass sie sagen, ich bin krank geworden, meine Oma ist gestorben, mein Hund ist gestorben, keine Ahnung, Dinge, Lügen, damit sie nicht in die Gefahr laufen, dass die Leute sagen, ja, aber dann holen wir uns halt jemand anderen. Und das finde ich ganz schön hart. Oh, das ist so sad, was für einen Druck wir uns da machen. Und wir sind ja gerade tatsächlich bei dem Fall, du hast Schreibprojekte, für die du bezahlt wirst, so. Ich glaube aber, dass viele eben nicht immer nur vom Schreiben leben. Und es gibt auch die Fälle, und das kenne ich auch von mir, dass du nicht genügend Schreibjobs hast oder genügend Schreibjobs hast, die aber nicht so gut bezahlt sind, dass du eben über die Runden kommst. Und das bedeutet auch, dass du parallel dir eben Projekte suchen musst, die dich über Wasser halten können und wo du im besten Fall dann eben nebenher an deinen Schreibprojekten oder Regieprojekten arbeiten kannst. So mache ich es zumindest immer. Und was ich für mich sehr, sehr hilfreich fand, war zu überlegen, Anfang des Jahres, welche Projekte habe ich die letzten Jahre gemacht, welche Projekte kommen sowieso nochmal und wo könnte ich wieder mit einsteigen, um Geld zu verdienen, um zumindest meine Miete zahlen zu können, um Essen zu haben, um die KSK-Beiträge zahlen zu können und dass eben vielleicht auch nochmal 2, 3 Euro übrig bleiben, weil anders weiß ich nicht, wie es funktionieren soll. Oder wie ist das bei dir? Hast du immer nur Schreibjobs? Also bei mir ist es tatsächlich so auch gewesen, dass ich ja so früh schon an die Filmhochschule gekommen bin mit 20, dass ich das quasi direkt nach dem Abi gemacht habe und ich in meinem Leben nichts anderes gelernt habe. Ich habe mal, als ich meinen Führerschein versucht habe zu finanzieren, auch mal gekellnert. Da habe ich gemerkt, das kann ich gar nicht, weil ich mir keine Gesichter merken kann und keine Wege und auch etwas eher clumsy bin. Von daher, ich wusste gar nicht, was ich sonst hätte machen können. Also ich habe bei der Zeitung gejobbt während des Studiums. Das hat funktioniert. Aber ich hatte auch während des Studiums gemerkt, dass andere, die eben nicht nebenher arbeiten mussten, sehr viel konzentrierter auch an Projekten arbeiten konnten und mich das schon sehr vereinnahmt hatte, einfach dieses Geld nebenher noch zu verdienen. Und von daher war für mich dieses ganz klare Ziel, ich will und kann auch nur vom Schreiben leben. Ich weiß gar nicht, was ich sonst hätte machen sollen. Vor allem auch immer mit der Sorge, dass ich da nicht mehr so konzentriert mich dann ans Schreiben setzen kann. Also man hat ja auch immer nur so und so viel Energie. Wie viel Energie habe ich noch, wenn ich nebenher noch das und das mache? Also findest du es oder arbeitest du dann an Projekten, die dir dann Moneyjobs sind und dir Geld geben, oder arbeitest du dann nochmal was ganz anderes, damit du das Geld hast, um dann in Ruhe zu schreiben? Also ich habe in meinem Leben sehr viel auch neben der Schule und auch neben des Studiums arbeiten müssen und habe da super viel gekellnert und im Verkauf gearbeitet, in einem Schmuckladen gearbeitet, in einem Dekoladen gearbeitet. Also einfach viele verschiedene Sachen machen müssen. Das könnte ich jetzt zum Beispiel nicht mehr. Es gibt halt noch so ein paar Dinge, die ich gerne nebenbei mache. Mhm. Und das sind eben einfach Projektleitungen in so kleineren Projekten, wo es darum geht, weiß ich nicht, Festivals zu veranstalten oder Plakatentwürfe zu gestalten und so weiter. Das schaffe ich auch nebenbei und das bietet mir dann eben die Freiheit, dass ich viel Geld in einem kurzen Zeitraum verdiene und damit dann die nächsten Monate wirtschaften kann. Klug. Sowas konnte ich eben nie machen oder habe ich einfach nicht gemacht. Deswegen habe ich dann Projekte angenommen, wo ich wusste, das ist jetzt mein Moneyjob sozusagen, damit verdiene ich Geld und kann aber eben gleichzeitig an Projekten arbeiten, wo ich weiß, die Produktionsfirma ist jetzt kleiner und kann mir jetzt gerade nichts bezahlen, weil wir keine Förderung bekommen haben, aber ich kann das eben an dem Punkt jetzt gerade leisten, weil ich das andere Projekt habe, womit ich auf jeden Fall so und so viel Geld verdienen werde, damit ich irgendwie über die Runden komme. Und das war halt immer eine Freiheit, die
ganz, ganz wichtig war für mich im Schreiben, dass ich eben nicht nur in den Money-Jobs drin steckte, sondern auch so gelebt habe mit den wenigsten Mitteln wie möglich, damit ich auch noch an Herzensprojekten arbeiten konnte. Ich wollte auch nochmal zurückkommen darauf, wie man sich denn tatsächlich jetzt strukturiert in so einem Alltag des Schreibens. Also wie schafft man es tatsächlich zu sagen, zu welcher Uhrzeit auch immer, setze ich mich an den Schreibtisch und schreibe und mache Feierabend und kann diesen Beruf wirklich als Beruf ausüben, weil ich ja eben, hatte ich ja erzählt, durch diese vielen Deadlines, die ich mir falsch gelegt hatte und diese Paniken, da gar nicht hinkommen konnte, dass ich das wirklich wie so einen ganz normalen Beruf behandelt habe. Hast du da schon Wege und Tricks für dich gefunden, wie du in so einen Schreiballtag reinkommst? Ja, musst du ja auch irgendwie. Ich habe herausgefunden, dass ich zu Hause überhaupt nicht schreiben kann. Das gelingt mir null. Ich habe ein Gemeinschaftsbüro, da kann ich auch gar nicht schreiben, weil ich habe total tolle, nette Kolleginnen, die wirklich großartig sind. Aber du kommst immer wieder raus, weil dann jemand sagt, oh, die Hafermilch ist leer. Und dann sagt man, oh, sollen wir eine besorgen? Und ach, wie war denn dein Wochenende? Und ach ja, weißt du, ich hatte noch das und das geplant. Und dann kommst du halt so von der Hafermilch, die fehlt, zu den Urlaubsplänen in 2 Jahren und was weiß ich was. Und dann bist du halt komplett raus. Dann sind meine mentalen Kapazitäten erstmal für Stunden verbraucht. Und ich habe für mich tatsächlich herausgefunden, es gibt so ein Café, da setze ich mich rein in die hinterste Ecke. Ich höre auch immer Musik beim Schreiben. Und es stört mich auch gar nicht, wenn da Gewusel ist. Aber ich kann da so unfassbar gut schreiben. Oder eben in so Räumen, wo ich fast nichts höre. Also es ist schade, dass in unserem Keller kein Sofa ist. Ich würde mich unfassbar gerne in den Keller setzen und schreiben. Weil das ist so ein bisschen wie das, was du eben mit der Nacht meintest. Ne? Ich habe früher sehr viel selber gedreht und geschnitten und sehr viel Sounddesign gemacht. Und das konnte ich immer nur machen, wenn alle geschlafen haben. Also dass du dich irgendwo abkapselst von der Außenwelt und dann wirklich deine ganzen Gedanken nur darauf fokussieren kannst. Ja, das kann ich genau so unterschreiben. Ich finde es auch sehr wichtig, was du gesagt hast mit der Musik. Das mache ich nämlich mittlerweile auch. Ich habe für jedes Projekt eine eigene Playlist, wo ich habe ich auch tatsächlich. Genau, weil man leichter in die Stimmung des jeweiligen Projektes reinkommt, dass man weiß, okay, das ist die Playlist, das ist dieses Thema, das ist jetzt gerade ein bisschen mehr Upbeat, weil das ist ein bisschen komödiantischer oder das ist jetzt gerade total dark und düster, weil jetzt schreibe ich irgendwie Horror und Mystery oder Thriller. Das hilft mir total schnell in etwas reinzukommen, weil für mich war oft die größte Hürde der Einstieg, dass wenn ich irgendwie diesen Einstieg geschafft habe, okay, jetzt sitze ich dran und jetzt arbeite ich seit 40 Minuten, das war das Allerschlimmste. Wenn ich dann da schon mal hingekommen war, dann war es viel, viel leichter, die nächsten 2, 3, 4, 6 Stunden auch konzentriert zu arbeiten. Aber diesen Einstieg zu schaffen, und das war für mich eben ein Trick mit diesen Playlists und auch zu sagen, wie schaffe ich mir auch an einem ganz normalen Tag, wo ich nicht im Keller sitze und wo ich nicht in der Nacht arbeite, trotzdem diese Begebenheiten, dass ich meine Ruhe habe. Und da ist es total wertvoll, einfach ein Zimmer zu haben, was man zumachen kann. Oder eben, wie du sagst, wenn man gut in einem Café arbeiten kann, weil dieses Gewusel auch wieder dann dahin führt, dass es insgesamt durch das Gewusel vielleicht auch wieder still wird. Also für mich sind so Kopfhörer, die alles abschirmen, sind total wichtig. Eben Musik zu hören, Tür zu machen zu können, ist bei mir wichtig. Aber auch E-Mails auszumachen, das Handy wegzulegen, umzudrehen. Flugmodus. Genau, entweder Flugmodus. Bei mir ist es oft einfach, dass ich nicht den Bildschirm oben habe, sondern dass ich es einfach weglege, dass ich die E-Mails ausmache, am besten kann ich immer arbeiten, wenn das Internet ausfällt, was bei uns zu Hause ab und an gerne mal passiert. Dann ist es okay, jetzt kann ich ja gar nichts anderes mehr machen, als tatsächlich arbeiten zu müssen. Das ist manchmal ein Trick, das Internet auszumachen oder für sich auch so ein Ritual zu finden. Also ich fange immer ungefähr so gegen 10 Uhr morgens an zu arbeiten und weiß, dass ich jetzt bis ungefähr 17 Uhr mich jetzt dran setze. Ich versuche mir auch, wenn ich Termine habe, Calls, Treffen, was auch immer,
die entweder einen Start oder das Ende vom Tag zu legen, damit ich nicht so rausgerissen werde. Weil das ist für mich immer das Allerschwierigste, wenn ich weiß, ich habe jetzt 1,5 Stunden Zeit, um zu schreiben, brauche aber ungefähr 40 Minuten, um überhaupt reinzukommen, um dann wieder irgendwie eigentlich nur kurz schreiben zu können, um dann mich schon wieder vorzubereiten auf das andere Treffen, was zu einem anderen Projekt ist, wo ich in ein anderes Headspace reinkomme. Und dann bin ich plötzlich in der Situation, dass ich die ersten 2 Stunden gar nichts arbeiten kann, weil ich weder an dem einen Projekt schreiben kann, noch mich auf das andere vorbereiten kann, weil ich denke, ich muss eigentlich an dem anderen schreiben und mich aber auch, also ich komme dann in so einen Knoten in meinem Kopf. Ich muss dazu sagen, ich bin aber auch ADHS diagnostiziert, deswegen ist es für mich auch immer noch mal ein bisschen schwieriger. Deswegen habe ich für mich gelernt, lieber Kurs an den Anfang direkt als allererstes zu haben und dann davon dann wieder wegzugehen und zu sagen, okay, und jetzt mache ich nichts anderes mehr, als nur an diesem Projekt zu schreiben oder ans Ende vom Tag zu legen und zu sagen, ich kann jetzt erstmal in Ruhe schreiben und wenn ich bis 15 Uhr so und so weit gekommen bin, dann ist es schon mal gut. Und sich auch so festzulegen, wie viel will ich heute schaffen und was ist realistisch. Ja. Total wichtig. Was ist realistisch? Also was ich eben gesagt hatte mit, ich hatte einfach irgendwelche Deadlines genannt, weil die jetzt irgendwie in dem Moment gut klangen oder auch nicht so gut klangen, aber sich in dem Moment realistisch anfühlten. Die Erfahrung, die ich mittlerweile habe, kann ich total gut einschätzen, wann ich wie arbeiten kann. Und wenn mir jemand sagt, um das zu schaffen, musst du eigentlich am Wochenende arbeiten und da ist keine Not dafür, dann mache ich das auch nicht und dann sage ich, sorry, aber ich schick's euch am Dienstag, weil ich arbeite nicht am Wochenende. Manchmal finde ich, darf man sich dann auch eine kleine Notlüge ausdenken, wenn die andere Person da gar kein Verständnis für hat, dann sage ich, dann bin ich da aus einer Familienfeier unterwegs, sorry. Das musst du, glaube ich, auch, um dich selber zu schützen. Ja. Und was du gerade gesagt hast mit dem, dass du dann sagst, du arbeitest von 10 bis 17 Uhr oder so, das ist tatsächlich auch etwas, was mir immer geholfen hat. Also zu sagen, ich bekomme jetzt im Januar eine Anfrage und ich takte mir das so ein, dass ich bis März das und das geschafft habe. Und dass ich dann auch ungefähr weiß, wann will ich wo sein. Ja. Wann will ich die erste Fassung haben, wann will ich das erste Feedback überarbeitet haben und dann auch zu sagen, okay, Mittwoch ist mein Schreibtag. Dann bin ich wirklich aus allem raus, dann kann mich auch niemand erreichen. Und dann eben auch mit einkalkulieren, es braucht, bis du drin bist, bis du dich irgendwie so, bis du in the mood bist, zu schreiben. Das dauert einfach manchmal auch wirklich lange. Und dann bist du drin, dann wirst du rausgeholt. Und auch einzukalkulieren, zu sagen, okay, Mittwoch war eigentlich mein Schreibtag für dieses Projekt. Ich bin aber gerade irgendwie gar nicht reingekommen und arbeite vielleicht an einem anderen Projekt. Und schiebe das dann eben auf einen anderen Tag und versuche mir meine eigene Arbeit selber so zu organisieren, dass ich auch vorankomme und nicht verzweifle und irgendwie, wie nennt man das nochmal, wenn du dich vor der Arbeit drückst. Prokrastinieren. Genau, prokrastinieren. Also, dass du prokrastinierst und da sitzt und so viel zu tun hast und das nicht für dich einmal organisiert hast in einen Zeitplan und dadurch das so überwältigend wirkt, dass du dich auch gar nicht dran setzt. Ich finde das einen sehr wichtigen Punkt, was du gerade sagst. Ein Tag, an dem man nicht das geschafft hat, was man eigentlich wollte oder vielleicht sogar gar nichts geschafft hat. Ich habe mich früher für diese Tage sehr, sehr gescholten und habe mich noch mehr in diese Panik reingesteigert. Mittlerweile weiß ich, dass die normal sind und dazugehören und dass die auch produktiv sind in dem Sinne, dass man vielleicht einfach auch mal kurz die Seele baumeln lassen musste, um auch wieder neue Kraft, neue Ideen zu sammeln, indem man einfach auch wirklich sagt, okay, ich merke, heute komme ich gar nicht voran, ich gehe jetzt raus und ich mache was ganz anderes. Das habe ich früher nicht gemacht. Ich habe mich dann irgendwie krampfhaft 8 Stunden irgendwie vor den Rechner geklemmt und ins Leere gestarrt sozusagen oder irgendwie ein YouTube-Video nach dem anderen, weil ich einfach dachte, ich muss hier sitzen bleiben, weil ich muss ja arbeiten und ich muss ja vorankommen. Aber eigentlich machst du nichts. Aber eigentlich mache ich nichts und diese Tage waren ganz, ganz furchtbar. Und mittlerweile, und mir hat geholfen, dass Aaron Sorkin in seiner Masterclass sagt, dass er irgendwie 80% der Zeit prokrastiniert und in 20% 80% seines Schaffens macht. Und da dachte ich mir, wenn Aaron Sorkin das sagt,
dann ist es okay, wenn es mir auch passiert. Und das hat mich total entspannt zu sagen, diese Tage gehören dazu und die muss ich mit einkalkulieren. Wenn ich eben realistische Zeiten mir setzen möchte, was ich mittlerweile mache, ist, ich schreibe mir in den Kalender rein, in dieser Woche schreibe ich an diesem Projekt, in der nächsten Woche schreibe ich an einem anderen Projekt, und die Deadlines sind so und so festgelegt und dann kann ich auch gucken, ist das überhaupt realistisch? Weil ich muss ja auch einplanen, theoretisch kann ich krank werden, theoretisch habe ich Prokrastinationstage. Etwas, was wir als Selbstständige auch nie einplanen, krank sein und Urlaub. Ja, genau. Und das alles plane ich mir ein und schreibe es mir in den Kalender. Und ich mache mir immer einen kleinen Puffer und dann eben kommuniziere ich das. Auch oft, wenn ich gefragt werde, bis wann kannst du es schicken? Und ich mir unsicher bin, dann sage ich, muss ich kurz drüber nachdenken, ich schreibe dir nachher nochmal. Und dann setze ich mich hin und dann überlege ich wirklich, was ist realistisch. Und das muss ich nicht vor der Person machen, die mich das fragt, sondern das kann ich dann machen, wenn ich meinen Kalender vor mir habe, wo ich eben sehe, ich habe schon 3 andere Deadlines in diesem Monat. Das wird auf jeden Fall realistisch sein, wenn es dann und dann hinrutscht und dann eben nicht der anderen Person, wie ich das früher gemacht habe, das Gefühl zu geben, ich brauche 3 Monate für eine Drehbuchfassung, sondern ihr zu sagen, ich kann mich in 3 Monaten dran setzen und dann brauche ich noch ungefähr so und so lange. Dass da eine Offenheit herrscht und auch eine Klarheit darüber, wie meine Zeit aussieht, damit die auch weiß, ach so, dann erst kann sie sich dran setzen und davor können wir aber vielleicht ja auch nochmal 2 Gespräche führen, weil das ist dann natürlich auch nochmal drin. Also ich habe einfach über die Erfahrung mittlerweile gelernt, wie ich mich selber einschätzen kann und wie ich das alles gut planen kann. Das hatte ich einfach am Anfang nicht. Ja, die Offenheit über die Zeitplanung, über die eigene Zeitplanung, die du einem Projekt gibst. Ja. Das finde ich auch extrem wichtig. Ja. Ich kann nur sagen, mich hat ein digitaler Kalender unfassbar gerettet, weil ich da wirklich jeden Telefontermin oder jede Erinnerung reinschreibe und die einfach aus dem Kopf habe. Das heißt, es plagt mich nicht die ganze Zeit, dass ich sage, oh Gott, ich muss daran denken, dass ich mit Steffi diesen Podcast aufnehmen werde. Ich darf das nicht vergessen. Es ist wirklich alles in den Kalender eingetragen und das entlastet mich so krass, weil ich dann Dinge auch einfach schieben kann. Wenn ich sage, ich habe es da nicht geschafft, kann ich es schieben und habe die auch nach Priorität organisiert. Und das war für mich, ich habe schon immer Kalender geführt. Früher waren es halt diese Papierkalender, die es gab. Da habe ich immer so ganz lustige Sachen reingeschrieben und die sind für mich jetzt auch wie so ein Tagebuch, weil ich da wirklich immer alles ganz penibel reingeschrieben habe. Und das war für mich das Wichtigste, also zu wissen, so, du hast einen Kalender, da schreibst du alles rein, damit du nichts vergisst und du hast eine gute Ordnerstruktur, in der du alles wiederfindest, in der du Unterlagen wiederfindest, die die Krankenkasse oder KSK betreffen oder Steuern, wo du Rechnungen sammelst, dass du dich so strukturierst, dass du am Ende alles wiederfindest. Ich liebe das, wenn man mit Fitorin einen Termin ausmacht, dann kriegt man sofort so eine Einladung in den digitalen Kalender und kann es einfach nur anklicken und dann ist es da, weil ich mache das nämlich auch. Und ich mache das wirklich für alles und ich mache auch immer bei wichtigen Terminen, dass ich eine Hinweisnotiz bekomme, damit ich auch wirklich das nicht vergesse und damit ich dran denke. Und ich mache auch bei Kleinigkeiten, wenn ich jemanden anrufen muss, dann schreibe ich mir das in den Kalender und mache mir eine Erinnerung, dass ich in dem Moment daran erinnert werde, ich musste ja noch XY anrufen, weil ich das sonst alles vergesse. Und das finde ich auch für mich eine totale Erleichterung, einfach einen Kalender zu haben, wo ich alles drin habe, wo ich weiß, ich muss es nicht im Kopf haben, weil ich werde dran erinnert. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein total wichtiger Punkt. Selbstständigkeit ist einfach unfassbar viel administrative Arbeit. Es ist unfassbar viel Bürokratie. Wenn ich die Regie in Projekten mache, dann bin ich permanent damit beschäftigt, Dinge zu organisieren. Wenn ich schreibe, bin ich mehr im Schreibprozess. Das ist dann eigentlich die Arbeit und die administrative Arbeit ist weniger, aber ist trotzdem immer noch da, weil du dich einfach selber organisieren musst. Und dazu wissen, dass jeder Telefontermin, dass es Arbeit ist. Es ist nicht ein
ich rufe dich an, weil ich jetzt Bock habe, sondern ich gucke mir manchmal an und dann habe ich so an manchen Tagen 10 Calls drin stehen. Und dann weiß ich so, cool, also ich werde von einem Call zum nächsten gehen und ich sage auch immer, ich habe eine halbe Stunde Zeit. Ich habe 15 Minuten Zeit. Der Call wird jetzt länger dauern, wir müssen das verschieben, ich habe heute keine Zeit mehr. Das alles so zu organisieren für sich selbst und auch zu wissen, das hat mir letztens eine Kollegin gesagt, das war für mich so mega mindblowing. Es ist so einfach. Du kannst nicht 100% deines Tages verplanen. Es gehen nur 80. Und wenn du die 80 auch nur annähernd schaffst, ist es schon super. Das war für mich so, ja wow, weil du gehst dann mit dem Gefühl raus, wenn du nicht alles schaffst, 100% des Tages waren geplant und du bist enttäuscht von dir, dass nicht alles geklappt hat. Ja, natürlich nicht. Du musst ja dazwischen auch mal atmen, essen, trinken, dich ein bisschen bewegen und nicht nur vorm Rechner sitzen und am Telefon und alles abarbeiten, hardcore. Das ist ein wichtiger Punkt, weil ich saß einfach nur vorm Rechner und habe von früh bis spät oder auch von nachts bis früh und an den Wochenenden und ohne Urlaub gearbeitet in den ersten Jahren meiner Karriere und habe total vergessen, dass Sport vielleicht mir gut tun würde, dass ich mir vielleicht auch mal was Gesundes kochen sollte und nicht nur irgendwie fertig fraß, weil es schnell geht und ich irgendwie vom Rechner verspeisen kann, ohne dafür mich groß ablenken zu müssen. Und auch diese Zeit einzuplanen und auch zu verstehen, dass es wichtig ist, dass man auch in dieser Zeit gut auf sich achtet und dass man Wochenenden macht und dass man eben Urlaube einplant, dass man sich bewegt. Wenn man 8 Stunden vorm Rechner sitzt, ist das einfach nicht gut, nicht nur für den Körper, sondern auch für die Seele und damit auch für das Schreiben. Also ich glaube, ein Verständnis dafür zu haben, dass wir so viel mit dem Geist arbeiten, dass wir auch einen Ausgleich für den Körper brauchen, ganz dringend. Also ich habe erst nach Jahren gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hatte und dass man sich da wieder dran erinnert, dass man zwischendurch aufsteht, dass man rumläuft, dass man eben auch Sport macht und sich das auch wieder, ich muss mir das auch in den Kalender reinschreiben, damit ich das einplane, damit ich auch verstehe, dass es auch ein Teil meines Tages. Und jetzt gerade, wo ich an einem ganz anderen Punkt in meiner Selbstständigkeit bin, wo ich ja einfach wahnsinnig viel zu tun habe, auch lerne, wie du sagst, Dinge abzusagen. Gerade, und das tut mir dann auch total leid, ne, wollen Leute mich kennenlernen. Und das habe ich früher immer total gerne gemacht, egal aus welchem Gewerk habe ich mich mit denjenigen getroffen oder einen Call gemacht. Ich muss das gerade alles absagen, weil der Tag hat ja auch nur so viele Stunden. Ich will ausgeschlafen sein einigermaßen. Ich will Zeit haben für Bewegung. Ich will Zeit haben für gute Ernährung, ich will Zeit haben für mein Privatleben und ich habe so und so viele Projekte zu stemmen und dann eben noch mal hier kurz eine halbe Stunde und da eine halbe Stunde und dann wird es dann doch irgendwie 50 Minuten. Das musste ich auch erst lernen, dass das auch okay ist zu sagen, es tut mir total leid, aber in dieser Phase in meinem Leben geht das nicht. Ja, finde ich super, weil auch diese Treffen, die sind nett und es ist toll, neue Leute kennenzulernen, aber es ist Netzwerkarbeit und da steckt Arbeit schon drin. Was ich jetzt die letzte Zeit gemacht habe, da bin ich total stolz auf mich. Ich mache keine Calls mehr nach 18 Uhr. Ich hatte teilweise wirklich Anrufe um 10 Uhr, wo ich auf mein Smartphone geguckt habe und dachte, irgendwie stimmt meine Uhr nicht oder was ist hier los? Und das habe ich mir echt angewöhnt. Ich mache eine Mittagspause und dann lege ich mein Smartphone auch weg und dann lege ich mich auf die Couch oder gehe raus, trinke draußen einen Kaffee und versuche wirklich das so auch penibel einzuhalten, damit ich für mich sagen kann, ey, ich bin ja auch ein Mensch und angestellt bei mir sozusagen. Wenn ich Mitarbeiterinnen hätte, will ich denen auch sagen, du machst jetzt Mittagspause. Du bleibst jetzt nicht bis 18, 19 Uhr hier und warst nicht einmal draußen, du machst jetzt Mittagspause. Und dann zu sagen, 18 Uhr ist Sense. Ob ich alles geschafft habe oder nicht, natürlich, wenn du eine Deadline am nächsten Tag hast, machst du es trotzdem. Aber zumindest zu sagen, also wobei das stimmt nicht. Bei dem Projekt jetzt, wo ich die Regie gemacht habe, natürlich hatten wir teilweise auch Calls zwischen 18 und 22 Uhr. Da ging es aber nicht anders, weil die Projekte, die sind so komprimiert auf einen kurzen Zeitraum, da geht's nicht anders. Aber das dann wieder woanders rauszuholen, dann auch zu sagen, ey Leute, ich habe heute einen Tag, so, ich bin raus.
ich bin nicht in the mood, ich merke, ich möchte in die Sauna gehen oder ich möchte einfach bis 15 Uhr im Bett liegen und bestelle mir was zu essen oder ich gehe raus mit einer Freundin Kaffee trinken oder ich packe meine Hündin ein und wir gehen spazieren oder was auch immer, sich das auch zu gönnen. Ja, ich finde das richtig wichtig, eben weil ich diese Seite kenne, dass man sich in so eine, finde ich auch, dunkle Seite irgendwie reinarbeiten kann. Deswegen betonen wir das, glaube ich, so sehr, dass eben, wie du sagst, wenn es nicht anders geht und es gibt Zeiten in Projektphasen, wenn es akut ist, wenn es in den Dreh geht, wo es manchmal tatsächlich nicht anders geht, da kann man dann beim familiengerechten Drehen mal drüber sprechen, warum geht es denn eigentlich nicht anders. Aber aktuell sind wir in einer Phase in dieser Branche, wo es manchmal nicht anders geht. Aber wenn es anders geht, und ganz oft eben sind die Phasen nicht akut, ganz oft geht es anders. Und dann ist es immer besser, auf sich zu achten und dann auch zu sagen, nach 18 Uhr bin ich heute nicht mehr erreichbar, egal warum. Das habe ich mir auch angewöhnt, dass ich nicht mehr sage, warum. Ich habe dann oft früher gesagt, oh ja, nee, aber da habe ich jetzt einen Arzttermin und das kenne ich so gut, dass du auf jeden Fall einen Grund nennst, weil sonst könnte es auffallen oder jemand könnte denken, du hast keinen Bock zu arbeiten. Ja, genau, das mache ich einfach nicht mehr. Ich sage einfach nur, nee, da kann ich nicht, lass uns einen anderen Termin finden und habe gemerkt, ach so, das geht auch total gut. Hast du denn ein paar abschließende Worte, wenn es um die Selbstständigkeit als Drehbuchautorin geht? Holt euch Hilfe und Beratung, wie Selbstständigkeit funktioniert. Im Sinne von, weil es ist nicht nur die Selbstorganisation, sondern es ist die ganze Bürokratie mit Rechnung, Steuern, KSK, Krankenkasse. Holt euch da Profis, die das Thema kennen, weil dann geht ihr sicherer auch rein und wisst, wie ihr das Finanzielle organisieren könnt. Überlegt, was ist euer Schwerpunkt in welchem Jahr? Habt ihr Projekte, mit denen ihr euch finanzieren könnt oder könnt ihr nur vom Schreiben leben? Und seid vor allem mutig und habt keine Angst vor der Selbstständigkeit. Wenn ihr euch informiert und wenn ihr euch anschaut, wie andere arbeiten und es mal ausprobiert, dann könnt ihr da auch einen Weg für euch finden, damit umzugehen. Weil es führt einfach im Drehbuchschreiben führt kein Weg daran vorbei an der Selbstständigkeit. Meine abschließenden Gedanken wären, dass ich es total wichtig und hilfreich für mich fand, mich selber besser kennenzulernen und zu verstehen, wie ein guter Tagesrhythmus für mich funktioniert und was wirklich realistische Zeitangaben sind. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich diese fabulierten Zeitangaben, Deadlines genannt hatte, ich dann immer auch schon ein Bauchgefühl hatte, was mir gesagt hat, das ist eigentlich nicht realistisch. Das ist eigentlich nicht richtig. Und trotzdem habe ich es gesagt, weil ich halt Angst hatte, wenn ich realistisch werde, dann bin ich raus. Und auf dieses Bauchgefühl aber zu hören und das dann auch den Mut aufzubringen, das zu äußern. Ich glaube, das zu lernen, das zu üben, zu verstehen, wie ticke ich, wie schreibe ich, wie kann ich mich denn gut organisieren, was brauche ich dafür und wie kann ich mir diese Rahmenbedingungen schaffen im Idealfall. Ich glaube, war bei mir auf jeden Fall Gold wert. Und auch zu verstehen, dass es auch schwer ist und dass es eben nicht leicht ist. Deswegen Menschen ja auch gerne auch von 9 to 5 irgendwo sich fest anstellen lassen, aus guten Gründen. Und dass es eben auch gar nicht so einfach ist, sich selbst zu organisieren. Und sich das zu vergegenwärtigen und wie du sagst, sich dann irgendwie Unterstützung zu holen oder mit Leuten zu sprechen, wie habt ihr das gemacht? Und es gibt ja auch ganz verschiedene Wege. Du sagtest eben, Gemeinschaftsbüro funktioniert für dich nicht. Für manche andere ist es total der Segen, weil sie eben von zu Hause rauskommen, weil sie dann Leute um sich herum haben, die dann einem quasi auf die Finger gucken und man sich dann genötigt fühlt, auch zu arbeiten. Also für jeden und jede kann es da unterschiedliche Wege geben und versteht, welcher Weg für euch wie gut funktioniert. Ich glaube, das ist so das A und O. Finde ich auch super. Das war Writer's Statement. Ihr könnt uns finden auf Instagram unter writerstatement_podcast und schreibt uns an post@writerstatement.de.